Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ride On with Friends. Mein Name ist Jürgen und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hallo Carboride-Anwender, es gibt tolle Neuigkeiten. Wie bereits angekündigt, stellt Carboride sein Software-Update-Verfahren auf OTA um. Was das ist und wie es prinzipiell funktioniert, möchte ich dir hier im ersten Teil des Videos zu dem neuen Verfahren erläutern. Wenn dich das interessiert, dann bleibe dran. Jeder, der es einmal oder mehrmals schon gemacht hat, hat es verflucht, das bisherige Update-Verfahren von Carboride zum Einspielen einer neuen verbesserten Firmware. Man wusste eigentlich nie genau, ob die installierte Firmware-Version die aktuelle verfügbare Version ist oder ob es bereits ein Update gab. Also hat man öfters den Carboride Support per E-Mail kontaktiert, einen Screenshot von seinem aktuellen Softwarestand geschickt und danach die Meldung erhalten, dass man doch bitte erst einmal seinen Softwarefehler beschreiben sollte, bevor man einen neuen Softwarestand erhält. Die Software wurde dann gegebenenfalls erst korrigiert und danach wurde die neue Firmware endlich vom Support per E-Mail an den Kunden geschickt. Diese musste auf eine leere SD-Karte mit einer bestimmten Speichergröße kopiert werden. Die SD-Laufwerksabdeckung musste dann entfernt werden. Die SD-Karte wurde dann im laufenden Betrieb richtig herum in das Laufwerk geschoben und schon hat die Installation der Software, wenn man Glück hatte, begonnen. Danach durfte man die Laufwerksabdeckung wieder montieren, sofern man die Schrauben wiedergefunden hatte. Man kam sich vor wie ein Uhrmacher und wenn das Ganze noch in einer kalten Garage stattgefunden hat, dann hat man sich schon des Öfteren gefragt, ob das umständliche, zeitaufwendige Verfahren überhaupt noch zeitgemäß ist. Ich habe oft mit Carboride diesbezüglich gesprochen. Auch der Support hatte mit den vielen Anfragen jeden Tag enorme Aufwände. Ein anderes Verfahren musste her. Und zwar die Aktualisierung des Betriebssystems over the air. So wie wir es schon in modernen Autos seit Jahren kennen. Prinzipiell ist das ganz einfach. Die Softwareaktualisierung findet kontinuierlich über eine Wi-Fi-Verbindung in die Carboride Cloud statt, falls dort für das Produkt ein Supportpaket zum Abholen bereitsteht. Falls du die Lösungen von Carboride generell für Motorräder und PKWs mit Apple CarPlay oder Android Auto noch nicht kennst, dann möchte ich auf meine anderen zahlreichen Videos zu dem Thema verweisen. Die Playlist habe ich oben rechts nochmals verlinkt. Da das Verfahren noch nicht für den Endkunden freigegeben ist, möchte ich aber in diesem Video schon auf die ersten Fragen zum neuen Update-Verfahren von Carboride eingehen. OTA steht für Over the Air und beschreibt allgemein die drahtlose Übertragung von Daten und Software an ein Gerät. Carboride wird über diese neue Technologie zukünftig automatisch über Wireless LAN Software Updates installieren. Ist ein OTA-Update für das Gerät vorhanden, dann wird automatisch über eine bestehende Wireless LAN-Verbindung die Software heruntergeladen und installiert. Die bisherige Abwicklung über den Kundensupport und die manuelle Installation entfällt. Über OTA erfolgen nicht nur kontinuierliche Software-Updates zur Fehlerkorrektur, sondern auch Firmware-Updates ohne nennenswerte Ausfallzeiten mit neuen Funktionen. Das Carboride-Gerät wird durch regelmäßige Updates intelligenter und besser. Allerdings befindet sich das neue Software-Update-Verfahren OTA noch im Testzyklus, also in der Validierungsphase, und wird nach Abschluss aller Tests den Carboride-Kunden in den nächsten Wochen bereitgestellt.
Carborite plant bei den wichtigsten Carborite-Produkten das neue Verfahren ASAP zum Einsatz zu bringen. Das heißt, bereits gekaufte Produkte erhalten auch ein Update. In einem weiteren Video zeige ich dir dann, wie das ganze Verfahren im Detail funktioniert und wann auch du OTA produktiv nutzen kannst. Wenn dich meine Themen interessieren, dann lohnt sich, den Kanal kostenlos zu abonnieren. Viele vergessen hier bei YouTube zu liken und zu abonnieren. Deswegen erinnere ich daran, weil nur dadurch die Erstellung von weiteren Videos auf dem Kanal gesichert ist.